Trading und Investment kann euch definitiv finanziell frei machen. Dafür braucht es mitunter auch die richtigen Werkzeuge. Aber über 1000 US-Dollar pro Jahr für Indikatoren ausgeben? Wir haben den Test für euch gemacht und einige High-Quality-Indikatoren ausprobiert. Wenn ihr wissen wollt, ob sich dieser Test gelohnt hat, dann bleibt einfach dran. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Erfolgreich zu traden und zu investieren ist eine riesige Herausforderung. 95% aller, die es versuchen, in diesem Bereich Fuß zu fassen, scheitern. Das ist einfach Fakt. Denn es hängt nicht nur von eurem Können und den Instrumenten ab, die ihr verwendet. Trading ist nämlich auch eine Mindset-Schule. Und deswegen schaffen es nur die wenigsten, lange genug zu überleben, damit sie auch schlussendlich profitabel werden können. Viel zu viele verheizen ihr Kapital innerhalb von kürzester Zeit und dann bleibt natürlich kein Kapital mehr übrig, um weiterhin zu lernen. Wenn ihr die charakterliche Reife erlangt habt, um bei diesem Spiel mitzuspielen, helfen euch qualitative Werkzeuge natürlich sehr weiter. Indikatoren werden sehr gerne genutzt, um den Trading-Alltag zu vereinfachen. Denn sie helfen euch, Muster nicht immer wieder neu von alleine zu entdecken und die Suche manuell vonstatten gehen zu lassen, sondern vieles aus dem Trading-Alltag wird eben automatisiert. Aber nur die wenigsten Indikatoren funktionieren für die Masse wirklich langfristig. Und das liegt häufig nicht mal am Indikator selbst, sondern am Kontext, mit dem sie angeboten werden. Was meinen wir damit also nun konkret? Naja, das bedeutet, dass Indikatoren niemals isoliert als Signalgeber gesehen werden sollten. Allerdings werden die meisten Indikatoren genau so verkauft. Kaufe diesen Indikator, kopiere einfach nur die Signale, die dieser Indikator erzeugt und du bist in 0, nichts Millionär. So funktioniert das definitiv nicht. Vielmehr sind Indikatoren eine Erweiterung eurer Einschätzungsfähigkeit. Sie geben mehr Informationen darüber, ob ein gewisses Trading-Setup überhaupt lohnenswert ist zu traden oder ob man es lieber sein lassen sollte. Und genau mit diesem Kontext, aber auch dem dazugehörigen Anspruch dahinter, werden die Indikatoren von 2 Degrees angeboten. 2 Degrees findet ihr nicht nur über die eigene Homepage, sondern diese haben auch einen eigenen Webspace. Dort wird vornehmlich auch die Community gemanagt bzw. angeleitet. Die ganze Moderation erfolgt hauptsächlich über Discord, aber die Freischaltung der Indikatoren, die Zahlungsabwicklung und so weiter und so fort wird auch zu einem sehr großen Teil über WOP abgewickelt. Das Team war, nachdem wir angefragt haben, so nett und hat uns über ein paar Wochen Zugang zu allen angebotenen Indikatoren gewährt, damit wir eben einen ausführlichen Test vornehmen können, um euch dann eben das Resultat dieser Vorgehensweise hier präsentieren zu können. Daher geht auch noch einmal einen herzlichen Dank an das komplette Team von 2 Degrees raus und wir bedanken uns auch für diese Gelegenheit. Wir haben uns die Arbeit für euch gemacht und über 20 Indikatoren für euch getestet. Diese sind vornehmlich mal in 2 Gruppen aufgeteilt. Es gibt hier einen Stapel an Indikatoren, die tatsächlich in-house von 2 Degrees selbst alleine programmiert bzw. erstellt wurden. Und es gibt noch einmal eine separate Sektion. Das sind nämlich die Indikatoren, die in Kollaboration, also in Zusammenarbeit mit anderen Trader oder Tradergruppen erstellt wurden. Wir haben uns zum einen die ganzen Videos, die auf dem YouTube-Kanal von 2 Degrees zu sehen sind und wirklich eine gute Einstiegshilfe für jeden einzelnen Indikator darstellen und auch die Funktionsweise hervorragend erklären, angesehen. Wir haben natürlich auch Live-Setups am Markt herausgesucht, um zu sehen, was die Indikatoren leisten und wie diese im Alltag, im Trading-Alltag anzuwenden sind. Wichtig zu wissen ist, dass 2 Degrees vornehmlich eine Community für den Intraday-Handel ist. Das heißt, sehr viele der Indikatoren sind auf den Intraday-Handel ausgerichtet, also eher auf die kleineren Zeitebenen. Allerdings gibt es auch relativ viele
Indikatoren, die man auch für höhere Zeitebenen verwenden kann, also zum Beispiel für einen 4-Stunden-Chart, zum Beispiel für einen Tageschart, zum Beispiel für einen Wochenchart. Das ist dann natürlich für diejenigen interessant, die nicht den ganzen Tag nach Setups gucken wollen, sondern vielleicht einmal am Tag, zweimal am Tag reingucken wollen, ob sich interessante Gelegenheiten formen, um dann eben mit diesen Indikatoren diese möglichst fehlerfrei und mit wenig Aufwand identifizieren zu können. Da es, wie schon erwähnt, über 20 verschiedene Indikatoren gibt, können wir natürlich nicht alle in diesem Video beleuchten. Da stellen wir euch insgesamt 4 Indikatoren vor, die uns am besten gefallen haben, bzw. die unseren Stil auch am besten angesprochen haben. Heute im Video gibt es die ersten 2 Indikatoren, die wir euch vorstellen, und in ein paar Tagen folgt dann das Folgevideo, in dem wir die nächsten 2 übrigen vorstellen. Denkt deshalb auch definitiv daran zu abonnieren, damit ihr das auf alle Fälle mitbekommt, wenn das zweite Video online geht. Bleibt auch bis zum Schluss mit dabei, denn wir haben mit 2 Degrees einen exklusiven Vorteil für unsere Community ausgehandelt, die euch tatsächlich bares Geld spart. Wir beginnen mit dem sogenannten Automatic OTE. OTE steht hier für Optimal Trading Entry. Dieser Indikator soll euch also dabei helfen, den optimalen Einstieg in einem Trade zu finden. Doch was macht dieser Indikator nun genau? Er bestimmt über gewisse Pivot-Niveaus die Trendrichtung zuallererst einmal. Wie wir hier im Bitcoin-Chart zum Beispiel sehen können, ist es so, dass wir hier über die bestehenden Pivots auf dem Tageschart einen Abwärtstrend identifizieren, beziehungsweise der Indikator identifiziert einen Abwärtstrend, unseres Erachtens auch vollkommen korrekt. Und dann zeichnet er sodann zwischen dem Hochpunkt und dem Tiefpunkt Fibonacci-Level ein. Für diejenigen, die unsere Arbeit kennen, die wissen, dass wir ein sehr großer Freund der Elliott-Wave-Theorie sind, also der Elliott-Wellenzählung. Das ist im Grunde genommen eine Fraktalanalyse, die sich Fibonacci-Widerständen und Unterstützungen zu Hilfe nimmt und somit über, ja, man könnte sagen, heilige Geometrie oder auch, man könnte sagen, den goldenen Schnitt, optimale Level identifiziert, in dem es Sinn macht, Käufe oder Verkäufe zu tätigen. Mit einem ähnlichen Prinzip arbeitet der Automatic OTE. Diese Fibonacci-Level, wie ihr seht, werden eben eingezeichnet. Bei einem Abwärtstrend wird der Optimal Trade Entry beim 61,8% Retracement-Niveau eingezeichnet. Das ist, wie schon erwähnt, der goldene Schnitt. Das ist auch in der Tat ein Retracement- bzw. Widerstandslevel, in dem sehr häufig einfach statistisch gesehen die meisten Trendwechsel stattfinden. Das EQ im Chart steht für Equilibrium und zeigt das 50er Retracement an, und unterhalb des Lows werden dann die Fibonacci-Extensionslevel angezeigt. Bedeutet also, dass hier natürlich die Möglichkeit besteht, dass dieser Trade bzw. dieser Abwärtstrend weiter extendiert, weiter fortgesetzt wird, und über die gewissen Level seht ihr, wo markante Level liegen, bei denen wiederum eine Trendumkehr wahrscheinlich sein könnte. Hier steht also, wie weit sich der Trend weiterhin sich fortsetzen kann, bis eine Gegenbewegung erwartet wird. Und somit könnt ihr, wenn wir das Ganze einmal zusammenfassen, ohne manuellen Zusatzaufwand optimale Risk-to-Reward-Trades, aber auch hochqualitative Setups definitiv leichter identifizieren. Und ihr könnt über diesen Optimal Trade Entry oder auch Level, die darüber liegen, statistisch signifikante Entries, also Einstiegspunkte eurer Trades, kinderleicht erkennen. Das führt natürlich dazu, dass ihr wesentlich weniger manuellen Analyseaufwand habt und euch viel mehr auf die Dinge konzentrieren könnt, die beim Trading wichtig sind. Den zweiten Indikator, den wir uns heute angucken, ist der sogenannte Seasonal Tendency Indicator. Wie der Name schon sagt, zeigt er die Saisonalität bzw. saisonale Tendenz eines Wertes etwas genauer an. Dieser Indikator separiert diese über die letzten 5 bis 30 Jahre bzw. auch über die komplette Datenhistorie, sofern diese auch verfügbar ist. Wie wir jetzt hier am Euro- und US-Dollar-Chart sehen können, werden hier die saisonalen Tendenzen für 15
und 15 Jahre und All-Time angezeigt. Normalerweise sollte hier auch für 30 Jahre anzeigen, aber bei TradingView haben wir nicht die Informationen, die Kursinformationen der letzten 30 Jahre. Deswegen werden diese hier nicht angezeigt. Der große Vorteil ist dadurch, dass wir hier diese Unterscheidung eben haben zwischen der kurzfristigen saisonalen Tendenz und der längerfristigen saisonalen Tendenz, können wir jüngere und oder ältere Entwicklungen separiert voneinander nachvollziehen. Es gibt, wie ihr sehen könnt, hier unten auch noch die Saisonalitätsmatrix, also einmal die Matrix und einmal die charttechnische Saisonalität aufbereitet. Und in dieser Matrix wird im Endeffekt angezeigt, in welchen Monaten ebenfalls statistisch relevante Hochs und Tiefs ausgebaut wurden. Bedeutet also, dass wenn wir hier uns zum Beispiel einmal den November angucken, dann stellen wir fest, dass über die letzten 10, 15 Jahre und die komplette Datenhistorie sehr, sehr oft, außer in den letzten 5 Jahren, ein statistisch relevantes Low ausgebildet wurde. Wenn wir nämlich hier in den November reingehen, dann stellen wir eben fest, dass hier überall ein Low zu sehen ist, hier und danach die Kurse saisonal bedingt dann wieder angezogen haben. Und genau diese saisonalen Tendenzen, die hier in der Matrix auch angezeigt werden, diese können dann als grobes Timing-Instrument für mittel- bis langfristige Trends bzw. Einstiege auch verwendet werden. Wenn ihr schon mit dem Gedanken spielt, in das Instrument zu investieren, dann bietet euch dieser Indikator noch einmal den Vorteil, zu einer saisonal günstigen Zeit einzusteigen oder vielleicht auch zu verkaufen, falls ihr schon investiert seid, und könnt euch so einen zusätzlichen Vorteil verschaffen. Okay, das soll es mal bis hierhin mit den Indikatoren gewesen sein. Die nächsten 2 Indikatoren, die gibt es im Folgevideo, welches natürlich die nächsten Tage für euch erscheinen wird. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass die Indikatoren von 2 Degrees definitiv eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Sie sind nicht nur einfach Signalgeber, so wie es bei vielen anderen Indikatoren eben kommuniziert wird, sondern sie geben euch Kontext. Sie geben euch mehr Verständnis für den Markt. Mehr Kontext bedeutet, wie schon gesagt, besseres Verständnis. Besseres Verständnis bedeutet natürlich, dass dies zu besseren Ergebnissen führt. Und das wollen wir natürlich alle. Wenn ihr euch überlegt, ebenfalls in diese Premium-Werkzeuge zu investieren, um eure Handelsergebnisse nachhaltig zu verbessern und natürlich auch das Trading entspannter zu machen, dann haben wir noch eine Kleinigkeit für euch in der Hinterhand. 2 Degrees hat exklusiv für unsere Community, die Financial Insider, einen Lebenszeitrabatt in Höhe von 5% eingeräumt. Das betrifft entweder die Paketpreise oder auch einzelne Indikatoren, die ihr euch holen könnt. Ihr habt also einmal die Möglichkeit, nur einen einzelnen Indikator mal für einen Monat auszuprobieren oder gleich alle Indikatoren, die in-house selbst generiert wurden, oder das große Paket, in dem auch noch alle anderen Kollaborationsindikatoren mit dabei sind. Wie kommt ihr zu diesem Vorteil? Nutzt einfach den Link, den wir in der Videobeschreibung haben, und gebt dann zusätzlich beim Checkout den Code FIIET5 ein. Gebt uns bitte auch Feedback über die Indikatoren, wie sie euch gefallen haben, und natürlich über dieses Video. Da würden wir uns sehr freuen. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Abonniert auch diesen Kanal, um beim nächsten Video mit den zweiten Indikatoren auf alle Fälle dabei zu sein. Dort stellen wir dann nämlich die Indikatoren Inverse Fair Value Gap und das Unicorn Model vor. Bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und weiterhin gute Trades.